Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge und das beim ältesten Wirtshaus der ganzen Welt. Wie die Challenge aussieht, was uns erwartet, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß, let's go! Damit nochmal herzlich willkommen zurück bei Big M und natürlich einer neuen Challenge. Meine Lieben, gerade erwähnt, das älteste Wirtshaus der ganzen Welt. Nicht nur, dass wir heute eine legendäre Food Challenge mit Schweinebraten angehen, sondern einfach diesen historischen Ort heute hier besuchen, mitnehmen und auch genießen dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise berührt mich immer nur relativ viel, wenn ich eine persönliche Bindung dazu habe. Aber zu wissen, dass hier vor 500 Jahren schon Leute gespeist, getrunken, genächtigt und vielleicht auch schon Challenges abgedreht haben, das inspiriert mich und damit würde ich sagen, suchen wir den Wirt des Hauses auf und der wird uns natürlich nochmal viel mehr zur Gaststätte Röll und natürlich der heutigen Challenge und dem Essen erklären. Haben den Wirt des Hauses gefunden, den lieben Muck, grüß dich mein Lieber. habe dir recht. Ja? Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Denn das kann ich euch erzählen. Er hat mich nämlich angeschrieben, weil er Fan von den Videos ist und auch fasziniert, wie ich das Ganze, ich sag mal, wie ich damit umgehe, sagen wir es mal so. Ja. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Es ist total spannend. Also ich habe selber jetzt 40 Kilo abgenommen und habe irgendwie mir vorgenommen, nie wieder so viel zu essen. Ja. Und dass du das trotzdem schaffst, schlank zu bleiben. Genau. Obwohl du so viel isst, hat mich total fasziniert. Im ersten Moment ehrlich gesagt sogar ein bisschen angeekelt, aber dann war ich interessiert, war neugierig und dann wollte ich es wissen. Und so haben wir tatsächlich zusammengefunden und dann hat er mich darauf aufmerksam gemacht, sollen wir nicht mal was zusammen drehen, denn ich habe es gerade schon den Leuten gesagt, du hast das älteste Wirtshaus der Welt und du hast es sogar hier vorliegen mit einem Guinness World Record Nachweiszertifikat eingetragen. Meine Familie betreibt das Haus seit 1658. Ey, das ist Wahnsinn. Ich bin also Wirt in 11. Generation und das ist ein Weltrekord. Und da haben wir dann eine Urkunde bekommen, die enthält übrigens auch einen Tippfehler, falls jemand von euch suchen will. Und deswegen gibt es auch noch eine zweite Ausgabe, die wird dann später hinter dir hängen. Ein Tippfehler? Mhm. Leute, schreibt es mal rein. Ich muss später nochmal nachschauen, aber finde ich cool. Ich bin mal gespannt, wer es von euch richtig redet. Geil. 11. Generation, Wahnsinn. Also ich bin sprachlos, ne? Also wenn ich überlege, 500 Jahre, dass Leute hier sitzen, gesessen, gespeist, getrunken und ihr habt schon auch gesagt, vielleicht die eine Challenge schon abgedreht haben, finde ich vom Gedanken her einfach schon so, wo ich mir denke, wow. Und dazu habt ihr, glaube ich, auch passendes Essen, ne? Absolut. Bei uns gibt es richtig schöne bayerische Traditionskost, regionales Fleisch, regionale Zutaten, handwerklich gekocht. Ja. Beim Schwein sogar das Upgrade, dass wir mittlerweile nur noch Strohschwein verkaufen. Ja. Also ich glaube, da kannst du dich drauf freuen. Boah, freue ich mich. Was hast du für uns heute vorbereitet? Für dich gibt es heute die Brust von einem Schweinebraten mit Knödel, Sauerkraut und Soße. Und da bin ich gespannt, wie du das findest. Willst du uns schon mal was verraten oder wie es so aussieht, wie die Challenge aussieht? Was hast du das denn verraten? Also ich glaube, das machen wir ganz einfach. Wir schauen in die Küche und ich zeig's dir. Ach, du willst schon mal vorbereiten? Na klar. Ja, dann lass uns hingehen. Gehen wir rein. Dann zeig mal, was du hast. Ach du Heilige. Was ist das nochmal genau? Das ist eine Brust vom Schwein. Brust vom Schwein? In dem Fall Strohschwein, also besonders geile Qualität. Ja. Und ich bin gespannt, ob du genug Appetit mitgebracht hast. Und das ist quasi wirklich dieser typische Schweinebraten, ne? Ja. Und dann fehlt noch das einzige... In unserem Fall kommt noch ein Stück Hals dazu. Also wir haben immer eine Scheibe Hals, eine Scheibe Brust. Okay. Aber für dich gibt es halt heute einfach fast eine komplette Brust. Ja, ich denke mal, das reicht auch, ne? Worüber reden wir da? Also gewichtsmäßig? Ja, also Rohgewicht irgendwas um die 6 Kilo. Okay, wenn der Hals noch dazu kommen würde, wahrscheinlich nochmal das Doppelte, ne? Vermutlich. Da bin ich dir dankbar, dass du mir nur die Brust gibst, sage ich mal, Leute. Da bin ich dankbar für die Schweinebrust. Geil. Ist das auch so, weil jetzt ist das ja noch relativ, ich sag mal, roh, glaube ich, ne? Dass da auch nachher so eine krosse Haut drüber ist? Ganz genau. Oh, da freue ich mich immer, dass wir es finishen und dann hat es so richtig schön Knack am Schluss. Oh, geil, ey. Wie sieht denn die Challenge aus? Darüber haben wir ja noch gar nicht geredet. Ja, dann sag, was du gerne hättest. Ich sag mal so, das, was ich immer gerne habe, kostenloses Essen für die Ewigkeit. Und in der 11. Generation, das kann ich doch nicht sagen, dass ich im ältesten Wirtshaus der Welt kostenlos essen kann. Na, siehst du? Ja, dann machen wir das doch. Ja? Klar. 6 Kilo Schweinebraten? Und dann kostenloses Essen für die Ewigkeit. Also ich sag mal so, meine nächsten 11 Generationen würden sich auch drüber freuen, wenn es sogar noch weitergeht. Für die generationsübergreifend auch noch? Pass auf, wir machen es so. Es geht nur für mich. Okay. Und wenn mir das Ganze gefällt, geschmeckt und vielleicht auch den Leuten gefällt, kann man darüber reden, ob man sagt, die nächste Challenge, das wäre nämlich das erste Mal, dass ich das mache, ist für die nächste Generation noch on top. Schreibt's rein. Wir kommen auf neue Ideen. Aber mein Lieber, die Challenge nehme ich jetzt erstmal an. Ich freue mich wirklich, bei dir hier Gast sein zu dürfen. Es ist für mich wirklich eine Ehre bei diesem historischen Ort. Ich finde sowas mal krass. Und dann wirklich auch, das ist die erste Schweinebraten-Challenge, hoffentlich auch geiles Essen genießen zu dürfen. Ja, ich freue mich. Ich und mich auch. Sehr schmeckt. Also Leute, ihr habt es gehört, wir legen los.
Let's go. Na dann rein mit dem Ding. Halleluja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer ach du Scheiße. Und ich bin beeindruckt. Damit ist es angerichtet. 6 Kilo Schweinebraten in Form von der Brust. Aber du hast natürlich noch für Beilagen gesorgt, wie ich sehe. So schaut's aus. Wir haben für dich vorbereitet, so wie das normalerweise bei unseren Gästen ankommt. Ah, okay. Reiberknödel und Sauerkraut. Oh, das ist aber ein fetter Knödel. Ja, der hat 250 Gramm. Ah, okay. Ah, das wäre jetzt quasi eine, wenn ich jetzt hier eine normale Portion bestellen würde, so ein Ding. Du kriegst das Sauerkraut normalerweise separat, weil ich ja mehr Platz fürs Fleisch brauche, weil du 2 Scheiben Fleisch bei uns bekommst. Ja. Eine Scheibe Brust, eine Scheibe Hals. Ja. Du kannst es dir auch aussuchen, ob du nur Brust oder nur Hals haben willst. Ja. Kannst du so bestellen beim Service. Und natürlich unsere legendäre Bratensoße. Ungebunden, aber dafür umso leckerer. Ungebunden heißt? Das heißt, es ist eine Jus, also die wird quasi aus den Knochen, aus den Fleischresten, aus Röstgemüse gewonnen und ist einfach sehr flüssig. Ja. Das Man sieht es ja auch, ne? sehen manche Leute ein bisschen kritisch, die sind der Meinung, es muss dicker sein, aber nein, das gehört bei uns in der Region so. Eine ungebundene Bratensoße, die halt wirklich aus dem Fleisch, aus dem Röstgemüse gezogen ist, schmeckt gigantisch und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Was ich jetzt schon sagen kann, es riecht gigantisch. Und wenn es nur ansatzweise so schmeckt, wie es riecht, dann freue ich mich drauf. Sehr schön. Geil. Ich würde sagen, wir fangen an. Schauen wir, was da an Saft rausläuft. Oh, nicht nur, was da an Saft anläuft, wie Dann es auch, wie sich das knuspert. anhört. Also wenn das nicht mal geil ist. Die Knochen kann man, wie gesagt, selber abziehen dann. Das lasse ich dich dann mal selber machen. Und bin sehr gespannt, wie dir das jetzt schmeckt. Soll ich dir das große Messer da lassen? Du darfst es gerne hier lassen. Also meine Lieben, damit ist also alles angerichtet für das älteste Wirtshaus der Welt, die Gaststätte Röll. 6 Kilo Schweinebraten warten auf uns, plus Beilagen und was uns noch so erwartet. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger. Let's go. So, gehen wir rein da, meine Lieben. Und was ich euch jetzt schon mal zeigen kann, bevor wir es probieren, schaut euch mal an, hier der Saft. Wie das Dingen... Es ist der absolute Wahnsinn, was da an Saft jetzt schon rauskommt, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Probier mal. Oh. 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 Knusprige Haut. Wahnsinn. Was ich jetzt auch hoffe, was funktioniert. Wir reißen die Knochen einfach mal so ab. Man hört, wenn man die Knochen abreißt, was da noch an Crunch-Geräusch ist, ne? Du bist quasi der Bonebreaker. Ey, Bonebreaker. Ich muss da jetzt auch mal so reingehen. Boah. Boah. Halleluja. Oh. Herrlich. Nochmal. Feeling brauche ich nochmal. Boah. Und dazu was Soße oben drüber, sagst du? Mhm. Du darfst. Ui. Gut, dass du Handschuhe anhast. Siehst du? Da erübrigt sich wieder die Frage, warum Handschuhe? Ganz einfach, für sowas. Boah, was da runterkommt, nicht nur Soße an Saft. Halleluja. Also, mein Lieber, ich habe sowas noch nie gegessen. In der Art und Weise. Also das ist das erste Mal, dass ich sowas gegessen habe. Es schmeckt so saftig. Es ist heiß. Es ist Schwein. Man hat dadurch natürlich den tollen Geschmack. Und die Haut, ihr habt es gehört, da fehlen mir die Worte. Ne? Das ist... Summa summarum, herzlich willkommen in Bayern. Bayerische Kost, ja. So muss das ausschauen. Ja. Ja. Aber natürlich noch als deine Beilage dazu Sauerkraut. Und Knödel. Ein besonderer Knödel? Oder? Ein Reiberknödel, also aus rohen Kartoffeln wird der gemacht. Ist fest. Ist auch mein Favorite tatsächlich. Esse ich immer an Weihnachten. Erinnert mich hier deswegen jetzt gerade so ein bisschen an Weihnachtsfeeling. Und was mich freut, in Düsseldorf oder ich sag mal im Rheinland oder bei vielen Brauersgerichten ist oftmals eher, ich sag mal Rotkohl, Blaukraut, wie man es nennt. Ich bin tatsächlich nicht der Fan davon, sondern ich bin Sauerkraut-Fan. Deswegen passt es für mich umso besser. Wunderbar. Geil. Also, meine Lieben, was soll ich euch sagen? Das Essen ist angerichtet. Wir versuchen
das Ganze zu schaffen. Ich bin gespannt, was die Zeit nachher sagt. Wir gehen rein. Let's go. Mucke ist wieder bei uns am Start und ich schneide mir mal mit euch das nächste Stück vom Schweinebraten ab. Diesmal nehmen wir uns hier wieder was von vorne. Vorhin habe ich die andere Seite genommen. Hört mal. Da kriegt man Spaß beim Zuschauen. Da braucht man nicht mal essen. Man kriegt Spaß beim Zuschauen. Das ist das, was ich liebe. Und genauso wie ihr es hört, genauso wie es aussieht, genauso könnt ihr euch auch das geschmacklich vorstellen. Absolutes Highlight. Du hast ja mich gerade gefragt, ich sag mal, wie es mir schmeckt, wie es aussieht. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Leute hier nur hinkommen wegen der Haut. Ne? Das hast du mittlerweile auch, ne? Richtig. Also bei uns gibt es seit letztem Jahr, September haben wir angefangen damit, die sogenannte krustengeile Drecksau. Krustengeile Drecksau. Ja. Ich glaube nämlich, ich habe nämlich hier auch gerade eine richtige Drecksau, die sich nicht schneiden lässt. Wahrscheinlich sind das noch die Knochen, die dabei sind. Ja. Du bist ja der Bonebreaker. Ich bin der Bonebreaker. Ich bin der Heartbreaker, Bonebreaker, Recordbreaker. Wobei Recordbreaker bist du hier heute. Ja. Oder so. So viel zum Thema Bonebreaker. Da ist der Bone. Ha. So. Also die Idee bei der ganzen Geschichte, wie wär's denn mal mit einem Teller voll nur Kruste? Und der Typ, der das kommentiert hat, hat 2500 Likes auf seinen Kommentar bekommen. Und dann dachte ich, da sollte man vielleicht mal was draus machen. Und dann haben wir im September das erste Mal angeboten, einen Teller voll nur Kruste. Und die Leute sind völlig ausgerastet. Wir haben das angekündigt in einem TikTok. Und eine Stunde später waren 300 Portionen verkauft. Ernsthaft? Das ist völlig irre. Und mittlerweile ist es so krass eskaliert, dass wenn wir das Samstag und Sonntag machen, wir haben immer bis zu 900 Reservierte, die von 11 Uhr mittags bis abends um 21 Uhr da sind. Also nicht alle auf einmal, aber wir verkaufen an so einem Tag mit den spontanen Gästen teilweise 1000 Essen. Und das ist auf dieser Fläche natürlich schon massiv. Aber das eigentliche Geile ist dran, es ist wirklich nur die Haut vom Schwein. Aber weißt du, was das Geile, was ich daran schon wieder finde? Es ist wieder durch Social Media nur. Ja klar, es ist voll. Wahnsinn. Voll. Und es ist im Endeffekt nur die Haut, die wir dann separat braten, die wir separat auch so beim Metzger bestellen, weil da werden wir auch oft gefragt, was passiert mit dem Rest vom Fleisch. Wir werfen das natürlich nicht weg. Der Metzger verkauft es einfach an andere Kunden für andere Zwecke. Und wir braten die blanke Haut, die dann eben auch so schön aufpoppt, die dann auch so schön kracht im Mund. Und meinst du so? Ja, genau, so kracht die dann. Und die verkaufen wir dann so wie den Schweinebraten zusammen mit Soße, Knödel und Sauerkraut oder auch andere Beilagen, die du umbestellen kannst. Und das Ganze kostet dann 16 €. Okay. Aber dafür hast du halt wirklich Kruste so viel, wie du essen kannst. Also gibt es kein Limit da? Nö. Ach, das heißt, ich kann hier hinkommen für 16 € Ja. und kann Kruste essen, wie ich will? Ja, also die meisten packen ja nicht mehr als eine Portion. Ja. Der Durchschnittsgast schafft eine Portion. Die allerwenigsten, also von so den 2000 Gästen, die wir da an einem Wochenende verköstigen, haben vielleicht 20 überhaupt einen Nachschlag bestellt. Von 2000 Leuten gerade mal 20. Okay, das ist krass. Weil der Rest einfach sagt, ich bin durch. Weil natürlich, das hat einen sehr hohen Fettgehalt, Ja. es sättigt einfach brutal und irgendwann sagst du, es steht dir hier, du kannst einfach nicht mehr davon essen. Und natürlich gibt es ein paar Vereinzelte, die sich dann 6 Portionen nachbestellen. Hatten wir einen schon, aber der Durchschnittsgast, wie gesagt, eine Portion reicht völlig. Und die meisten sind dann einfach glücklich, weil sie noch ordentliche Nachspeise kriegen, so wie du ja auch immer. Auf jeden Fall. Und da sind wir schon beim Stichwort. Nachspeise ist noch nicht gesagt, aber wir schauen, dass wir nämlich weiter vorankommen. Noch komme ich gut voran. Das Einzige, was ich auch schon gesagt habe, ist, es macht sehr durstig, sehr salzig, sehr fettig. Das heißt, es wird heute eher stopfen, mehr voll machen und umso schwieriger. Bis dahin lassen wir uns aber weiterhin gut gehen. Und quatschen noch ein bisschen weiter im Livestream, ne? Gerne. Let's go. Ihr seht, wir haben jetzt 24 Minuten von der Uhr und beschneiden uns das nächste Stück vom Schweinebraten ab. Ich liebe ja immer mittlerweile solche Gerichte, die wir entweder selber mit einer Wärmeplatte warm halten können oder halt, und das finde ich halt immer ganz cool, oder kann man jetzt hier auch wieder geil zeigen, du siehst, wie es dampft. Dadurch, dass wir so einen geschlossenen Braten haben, ne, haben wir natürlich wieder den Vorteil, dass wir nicht nur geiles, frisches, neues Fleisch haben, sondern auch immer wieder neu, heiß und warm. Und das macht es für mich natürlich, ich sag mal, nicht leichter von der Challenge her, aber umso geschmackvoller und angenehmer zum Essen, ne, worauf es halt auch ankommt.
Also, was wir gerade schon an Stories ausgetauscht haben, deswegen immer gerne im Livestream mit dazukommen. Wahnsinn, ne, wie du auf mich zugekommen bist, ne, nachdem du jetzt 40 Kilo abgenommen hast, ne, und fasziniert einfach vom Essen bist. Ich sag mal, wie man das trotzdem kompensiert. Im Gegensatz dazu, ich immer noch von diesem Wirtshaus, ich sag mal, von der Historie begeistert bin. Aber natürlich auch, wie jetzt hier nochmal. Vom geilen Essen. Halleluja. Ich hoffe, du hast noch ordentlich Appetit noch für später da. Für dich meine ich jetzt. Wir hören gespannt, wann es, ich sag mal, der Zeitpunkt kommt, wo es richtig anstrengend wird, denn auch das wird kommen, gerade bei dem 6 Kilo Schweinebraten in Form von der Brust. Aber eins ist gewiss, wir haben Spaß und vor allem tolles Essen. Und das lassen wir uns weiter gut geben. Wir haben uns das nächste Stück abgeschnitten, weiterhin richtig schön heiß, weiterhin richtig mächtig, aber weiterhin richtig geil lecker. Es kamen immer mehr Fragen auf, ne? Einige haben wir ja schon beantwortet, unter anderem, ne, zur Schweinskruste, der Preis. Jetzt mal die anderen Fragen, die noch kamen. Was würde jetzt so eine Portion, 200-300 Gramm hast du gerade erwähnt, normale Schweinebrust, Schweinebraten mit den Beilagen, die wir jetzt hier haben, kosten? Die kostet ohne die Beilagen, also ohne Kraut, oder mit Kraut sind wir bei 20 €. Ah, ne. Ja. Boah, schon mal völlig okay. Hätte ich jetzt viel Menge da. Du kannst natürlich auch noch ein bisschen upgraden, indem du dir noch mehr Beilagen bestellst und so. Das ist kein Thema. Also wer mehr ausgeben will, ist herzlich willkommen. Ja, aber wir sprechen ja von 250 Gramm Knödel Ja. und 250 Gramm Sauer. Das heißt, wir sind beim halben Kilo Beilagen. Ja. Das ist auch nicht normal, dass jemand also ein halbes Kilo Beilagen auch mal so eben isst. Ja, ich meine, man will ja auch, wir haben hier Wander- und Freizeitregionen, weißt du, Radfahren, Wandern, Klettern und die kommen hier natürlich alle hungrig an. Okay, dann ist natürlich verständlich. Aber da sieht man mal wieder, viel Sport, viel Bewegung, zeigt natürlich auch für guten Appetit. Bei mich auch mal viele Fragen. Und was natürlich viele interessiert, was kostet das Ding denn jetzt hier vor uns? Muss ich kurz kalkulieren, lass mich mal überlegen. Wir haben ja mal ganz grob drüber geschlagen, es sind wahrscheinlich so 10 bis 15 Portionen. Also wir sind irgendwo zwischen 200 und 300 €. Und du hast ja noch nicht mal alle Beilagen. Genau. Also 200-300 €, jetzt quasi nur der Schweinebraten mit einer, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, einer Portion Beilage? Knödel, Beilage. Wenn jetzt noch, ich sag mal 10 oder mal 15 an Beilagen werden, dann würden wir natürlich anders reden, aber so wie ich es jetzt hier habe, mit 300 € Schweineplatten, Portion. Kommt hin. Kann man sich ganz gut gönnen. Wir gönnen uns auch weiterhin die Zeit und schauen mal, wie weit wir wieder vorankommen. Wir haben uns, ich sag mal, die letzten beiden Stücke soweit jetzt schon mal abgeschnitten und es sieht einfach immer noch so aus, als ob es gerade frisch gekommen ist. Immer noch schöner Saft da, es ist immer noch am Dampfen. Schaut mal, wenn wir hier runterdrücken, der Saft kommt raus. Man sieht das Einzige, da wo es nämlich kalt ist, das ist nämlich das perfekte Beispiel. Ja. Sieht man, wo das Fett schon erhärtet. Ne? Ist auch so das Problem, was ich mal bei dem Wagyu Brisket hatte, als ich das hatte, weil das natürlich dann so viel Fett hat, dass es, wenn es kalt wird, schneller härtet. Aber hier, dadurch, dass es geschlossen war, ist es natürlich immer noch am Saften, immer noch heiß und geschmackvoll geil. Und damit will ich versuchen, auch das Ganze so schnell wie möglich in einem angemessenen Tempo und auch noch zu genießen, runterzubekommen. Denn diese Sache bleibt natürlich jetzt hier kalt und das will ich jetzt noch gleich auf Arm genießen. Und deswegen, mein Lieber, ich gehe rein ins, ich sag mal, vielleicht noch nicht ganz vorletztes Stück und schau mal, dass wir wieder ein bisschen vorankommen. Liebe Grüße an den Praktikanten, der auch gerade dazu gekommen ist. Ist ein Highlight heute, ne? Ist ein Highlight heute, ne? In die Soße rein und weiter geht's. Der Knochen wird abgenäht. Die letzte Sparte Kruste, Immer noch knusprig. die immer noch knusprig ist, wie er schon sagt, ist damit jetzt hier auch schon angerichtet. Eins merke ich auf jeden Fall, langsam wird mir warm, aber langsam war jetzt definitiv nicht die Zeit, denn tatsächlich in einer Stunde haben wir, abgesehen wie gesagt von dem Knochen hier, deinen geilen, leckeren 6 Kilo Schweinebraten, Schweinebauch geschafft. Respekt. Das war geil. Halleluja, war das geil. Also mein Lieber, das war nicht nur, ich merke, ich habe gerade so richtig einmal mit der Zunge da dieses Salz, weißt du, dieser Geschmack, das Salz, das Fett, das kam gerade noch mal so richtig,
Da kam wie so ein Nachgang nochmal. War geil. Geil, feier ich. Also Halleluja. Ihr seht zum Beispiel auch hier, das haben wir ja gerade gesagt, wie, ich sag mal, fettreich und dann natürlich auch geschmackvoll das Ganze war, weil der Vorteil vom Braten, wie ich es zwischendurch auch erwähnt habe, geschnitten im Ganzen, war bis zum Ende hin und man hat es ja jetzt noch an der Haut gehört, komplett saftig. Und hier sieht man das Beispiel, sobald das Ganze, ich sag mal, kalt wird, erhärtet es sich natürlich und trotzdem konnte ich jetzt für mich in einer Stunde das richtig geil genießen, weil es bis zum Ende warm gewesen ist. Also fast schon bis zu den letzten 2 Hälften, die ich geteilt hatte, war es heiß, wie du ja auch gesehen hast. Und also mit dir hat es Spaß gemacht, tolles Essen und damit wirklich auch geschafft, im ältesten Wirtshaus der Welt kostenlos für mehr essen zu dürfen. Und ich hoffe, wie gesagt, zumindest für meine Generation, vielleicht auch noch eine Generation danach, aber da muss ich dann auch noch mal ordentlich arbeiten. Wobei, kleiner Spaß beiseite, hier ist auf jeden Fall jetzt ordentlich Tinte auf dem Füller drauf, für viele, die wissen, was ich meine. Mein Lieber, ich habe aber auch schon gehört, das war's noch nicht, denn du hast was Besonderes parat, wo selbst, ich sag mal, Nicht-Inländische von begeistert sind, obwohl es deren Nationalspeise schon fast ist. So kann man das sagen. Und da lassen wir uns mal überraschen, was hier jetzt nach dem kostenlosen Essen für die Ewigkeit noch auf uns wartet. Ich bin gespannt. Löffel kommt gleich noch. Jo. Dein, wie du eigentlich schon angepriesen hast, legendärer Apfelstrudel. So schaut's aus. Was haben wir? Heiße Kirschen? Das ist einfach Waldbeeren, ein bisschen Waldbeeren. Deko, ein bisschen Sahne, ein bisschen Vanilleeis Genau und das. das Highlight selber, der Apfelstrudel. Also ich sag mal, nach einem Rezept von der Mama. oh, Ja. die ich schon kennenlernen durfte. Der Teig ist selbst gemacht, die Füllung ist selbst gemacht, also ein komplett eigenständiges Produkt unseres Hauses und natürlich nur für dich frisch gebacken. Ich habe dich gerade schon gefragt, du sagst, ne, ich soll mir den alleine gönnen. Dann probiere ich den ganzen mal. Reiß den mal mit euch zusammen auf. Lass ihn dir schmecken. Erstes Stück. Ich liebe deine Mama. Ich liebe Wie deine jeder Mama. hier. Ich liebe deine Mama. Oh, schmeckt das geil. Oh, weicher Teig. Gar nicht so kross. Es gibt ja auch diese Apfelstrudel, die so eine krosse Haut, ich sag mal, Teig haben. Ich bin ja eher so der, wie ich manchmal sage, gerne dreckig, matschige Typ. Alles, was so ein bisschen matschiger ist, jetzt auch abgesehen von so einer Schweinebraten, krossen Haut, finde ich an sich so ein bisschen für mich bekömmlicher. Mag ich lieber gerne bei so einem Nachtisch. Wirklich toll. Dazu hast du gesagt, die Beeren, ne? Das ist meins. So eine säuerliche Note mit dabei. Geil. Vanilleeis mit dazu. Und was natürlich nie fehlen darf, natürlich auch die Sahne. Und mit der Sahne erinnert mich das an so einen typischen Sonntagskuchen, den es ja gerne mal zu Sonntag, zur Kaffeezeit, Kuchenzeit gibt. Einmal lieber. Also das werde ich mir jetzt auch definitiv nochmal gönnen. Ich danke dir wirklich für eine geile Challenge, für ein geiles Essen und auch für den, ich sag mal, 42. Stempel, den wir noch eben fertig machen. Und dann ist es tatsächlich auch geschafft, die, ich sag mal, ja, Challenge, 6 Kilo Schweinebraten im ältesten Wirtshaus der Welt mit dem kostenlosen Essen für die Ewigkeit. Damit haben wir alles durch. Ich bin durch, das Essen ist durch. Einzige, was noch nicht durch ist, ist der legendäre Apfelstrudel hier. Ach, den gönnen wir uns jetzt noch. Und was ich mir auch gönne, ist in Zukunft hier das kostenlose Essen für die Ewigkeit. Danke fürs Zuschauen. Muck, ich danke dir. Sehr Tolles gerne. Essen, tolle Gastfreundschaft. Bis zum nächsten Mal. War schön. Ciao, ciao.